Hallo Leute, guten Morgen aus Maastricht. Ich bin mit den Mädels hier und wir sind jetzt einfach 2 Tage in der niederländischen Stadt. Und ich nehme euch jetzt mit und zeige euch, was die Stadt zu bieten hat. Los! Maastricht liegt direkt an der niederländischen Grenze von Köln bzw. auch von Aachen aus. Also schnappt euch ein Mietauto, fahrt über die Grenze und schwupps seid ihr in Maastricht. Laut Aussage meiner Freundin, die hier wohnt, könnt ihr die Stadt innerhalb von 1-2 Tagen auf jeden Fall sehen. Hinter mir, hier, könnt ihr ein ehemaliges Kaufhaus sehen. In dem befindet sich jetzt die Touristeninformation von Maastricht. Falls ihr also keine Zeit habt, euch vorher zu informieren, könnt ihr auch einfach da in die Tür reinlaufen, da oben, und euch alle Infos holen, die ihr braucht. Und dabei dieses schöne Gebäude sehen. Einer unserer ersten Stops ist der Vrijthof, auf dem ich mich gerade befinde. Der Vrijthof ist neben dem Marktplatz der größte Platz in Maastricht. Und an den Rändern gibt es wunderschöne Restaurants und Cafés, in denen ihr also eine kleine Pause einlegen könnt, wenn ihr wollt. Der Platz hat allerdings auch eine historische Bedeutung, denn in 1535 wurden hier 15 Protestanten auf dem Platz lebendig verbrannt. Und es zeigt den Konflikt zwischen den Katholiken und den Protestanten zur damaligen Zeit. Und das Markanteste an dem Vrijthof ist dieser rote Kirchturm. Und der Turm gehört zu der Sint-Janskerk. Innen drin soll es angeblich nicht viel zu sehen geben, aber man kann den Turm besteigen und dann eine wunderschöne Aussicht über Maastricht haben. Also, ich würde sagen, wir machen das jetzt mal. Wir stehen jetzt vor der Kirche, aber diese ist leider zu für heute. Aber auch ohne Gang auf den Turm ist die Kirche eines der Highlights in Maastricht. Oder was meint ihr? Den nächsten Stop, den ihr in Maastricht auf keinen Fall verpassen dürft, ist dieses von außen eher unscheinbare Gebäude. Doch wenn ihr dann drin seid, merkt ihr, das ist eine umgebaute Kirche. Abgesehen von Büchern gibt es hier auch ein Café drin und gerade gibt es hier Live-Musik in der Kirche und mit dieser Akustik hier super schön. Der Großteil der Bücher hier ist zwar auf Niederländisch, aber wenn ihr ein bisschen sucht, findet ihr auf jeden Fall auch Bücher auf Englisch. Wir sind jetzt auf dem Marktplatz oder dem Markt, wie die Maastrichter sagen, angekommen. Und hier gibt es am Wochenende immer so einen Flohmarkt, auf dem ihr allerlei Sammelsurien kaufen könnt. Unter der Woche soll es aber auch einen wunderschönen Lebensmittelmarkt geben. Und hier hinten könnt ihr das Rathaus sehen, das jetzt leider ein bisschen verdeckt wird durch die verschiedenen Märkte. Aber ich zeige euch jetzt einfach mal den Flohmarkt. An dem Marktplatz in Maastricht ist, dass hier jetzt keine Statue von einem König oder einem Kaiser steht, sondern von einem Erfinder da. Und das ist nämlich Johann, wie heißt er? Johann Petrus Minkelaers, der das Leuchtgas erfunden hat. Und wenn ihr ein bisschen Kleingeld über habt, könnt ihr das in den Automaten stecken und dann erleuchtet sogar da oben die Fackel. Aber genug von der Geschichte. Lasst uns zurück in die Gegenwart. Maastricht ist eine kleine Unistadt und so verwundert es auch nicht, dass hier überall Fahrräder stehen und herumfahren. Denn die beste Möglichkeit, um hier umherzukommen, ist tatsächlich mit dem Fahrrad, da ein Großteil der Stadt auch gar nicht mit dem Auto zu befahren ist. Und wenn wir schon mal in den Niederlanden sind, können wir uns auch auf die typischen Hollandräder schwingen.
Aber das zeige ich euch zu einem späteren Zeitpunkt. In der Innenstadt kann dann hinter jeder Ecke, wenn ihr Glück habt, eine kleine Überraschung auf euch warten. Gefallen euch die Tipps, die ich euch bisher für Maastricht gegeben habe, dann gebt dem Video doch ein Like. Eine der Straßen, die ihr euch in Maastricht auf keinen Fall entgehen lassen solltet, ist die Stokstraat. In der Straße gibt es altes Kopfsteinpflaster und alte Gebäude, in denen sich jetzt mittlerweile kleine, stylische Läden drin befinden, in denen ihr etwas hochpreisigere Mode kaufen könnt. Und es ist nicht ganz so voll wie jetzt mitten in der Innenstadt, denn sie befindet sich ein bisschen am Rand der City. Was eigentlich ganz schön ist, wenn man mal eine kleine Pause braucht von dem ganzen Trubel. Wenn ihr eine kleine Zeitreise machen wollt, solltet ihr unbedingt die Basilika zu unserer lieben Frau, meint es in diesem Fall Maria, euch anschauen. Denn von außen ist die Kirche schon teilweise rußverschwert. Ein bisschen zumindest kann man es sehen. Und innen ist die Kirche komplett dunkel. Eine Vielzahl von Kerzen erhellen den Raum und ihr werdet ins Mittelalter transportiert. Wirklich schön, absolut sehenswert und für mich als kleinen Geschichtsnerd auf jeden Fall ein Tipp, den ich euch ans Herz legen würde. Weiter geht's auf unserer Entdeckungstour durch Maastricht. Habt ihr noch Lust? Besonders toll finde ich die Architektur und die süßen kleinen Cafés in den Nebenstraßen. Im Hintergrund, hinter mir, da seht ihr jetzt die Bischofsmolen und versteckt in der Innenstadt wird hier noch Korn gemahlen und im Innern gibt es eine Bäckerei, wo ihr leckere Bäckersachen und Kaffee trinken könnt. Du kriegst Kuchen und Brot zum Tasting geschenkt. Genau, und Kaffee obendrein und innen drin können wir jetzt auch noch sehen, wie das Korn richtig gemahlen wird. Also, auf geht's! Die Mühle wird von einem Wasserrad angetrieben. Das ist direkt hier draußen, wenn ihr also hier einmal langlauft. Und dann ist da dieses Wasserrad. Richtig geil. Muss jetzt los Bild machen mit den Mädels. Hinter mir könnt ihr jetzt den letzten Rest der übrig gebliebenen Stadtmauer von Maastricht sehen. Und ganz besonders toll ist das Hellpoort, also das Tor zur Hölle hier oben dran. Aber auch die umliegenden Fachwerkhäuser sind super schön zu sehen. Also nehmt euch einfach ein bisschen Zeit, lauft entlang der Stadtmauer und ja, genießt die Zeit. Ich hoffe, euch haben meine Tipps zu Maastricht gefallen und wenn ja, dann freue ich mich über einen Like unter diesem Video und wenn ihr auch bei meinem nächsten Abenteuer dabei sein wollt, dann abonniert doch meinen Kanal. Tschüss!